In diesem Video geht es um Unternehmenskultur und um die Werte, zumindest in meinem Unternehmen. Und es ist spannend für dich, wenn du zum einen sagst, du suchst einen Job, du würdest gerne bei mir im Team arbeiten, dann bekommst du einen super Eindruck, was wird dich erwarten. Auf der anderen Seite ist das Video für dich extrem spannend, wenn du Arbeitgeber bist oder Führungskraft bist und du möchtest A-Mitarbeiter haben im Recruiting, im Onboarding, aber auch später A-Mitarbeiter, die in deinem Team bleiben. So, die Geschichte dahinter ist, wir haben eine ganze Zeit lang große Probleme gehabt, die Mitarbeiter, die wir brauchten, zu rekrutieren. Wir haben einfach zu wenig Bewerbungen gehabt. Am Anfang haben wir dann unsere Aktivitäten im Recruiting erhöht. Das heißt mehr Sichtbarkeit. Wir waren auf allen Anzeigenportalen, wir haben Social Media Ads geschaltet, wir haben mit Headhuntern gearbeitet und so weiter. Also wir haben unglaublich viele Maßnahmen gestartet, um sichtbar zu sein für die richtigen Mitarbeiter. Das hat aber nicht gereicht. Das war ein Teil der Aufgabe. Nämlich der andere Teil ist, du musst die Braut auch hübsch machen. Du musst dafür sorgen, dass der Mitarbeiter auch etwas bekommt, was für ihn spannend ist. Und das muss so spannend sein, dass er nicht nur bei dir anfängt und die Probezeit übersteht, sondern danach auch dauerhaft bei dir bleibt. Und damit sind wir bei der Unternehmenskultur. Dabei sind wir bei den Werten. So, du siehst hier einen Teil des Teams. Die grauen Anzüge sind zum Beispiel von MyBest Concept. MyBest Concept ist unsere Schwestergesellschaft zum Thema Online-Marketing. Und die blauen Anzüge sind das Sales-Team in Bochum. Und die schwarze Kleidung, das ist so das Orga-Team. So, also es sind alles Mitarbeiter vom Standort Bochum. Und jetzt gehen wir in 18 Punkte rein, die aus meiner Sicht die Werte und die Kultur des Unternehmens super widerspiegeln. Nummer 1, das Leistungsprinzip. Das steht ganz oben. Es interessiert mich nicht, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du jung bist oder ob du alt bist, ob du Abitur hast, ob du einen Doktortitel hast, welchen Reisepass du hast oder ob du einen Impfausweis hast. Das geht mich nichts an und es interessiert mich auch nicht. Mich interessiert nur eins, nämlich die Leistung, die wir von dir erwarten, die wir fordern, lieferst du die. Das heißt, wir geben auch durchaus Quereinsteigern eine Chance. Wenn das Mindset passt, wenn die Leistungsbereitschaft da ist, wenn die Leistungsfähigkeit da ist, wenn die Lernfähigkeit da ist, wunderbar. Aber wir werden uns auch von dir trennen, wenn du die Leistungserwartung nicht erbringst. Punkt. Und da hast du direkt Klarheit. Lieferst du, hast du einen Job bis in alle Ewigkeiten. Der Mitarbeiter, der am längsten bei mir ist, ist seit über 20 Jahren dabei. Carsten Drüber, seit über 20 Jahren. Lieferst du, hast du eine super Perspektive. Lieferst du nicht, bist du raus. Klarheit, Transparenz. So, Nummer 2, Leistungsvergütung. Nicht in allen Bereichen, aber zumindest im Sales-Bereich. Die Verkäufer haben ein nach oben ungedeckeltes Einkommen. Das heißt, wir haben bei mir im Team mindestens 2 Mitarbeiter, die in diesem Jahr 1 Million Euro mit nach Hause nehmen. Also vielleicht nicht mit nach Hause nehmen, weil das Finanzamt will auch noch einen Teil davon haben, aber zumindest brutto. Bei mir können die Verkäufer unlimitiert Geld verdienen. Wenn du einen guten Job machst, dann sollst du auch gutes Geld bekommen. Wir haben sehr flache Hierarchien. Selbst bei über 120 Leuten an einem Standort sehr flache Hierarchien. Du triffst die Geschäftsführerin regelmäßig auf dem Flur, kannst mit ihr sprechen. Du hast im Grunde genommen eine Führungskraft, eine direkte. Und wir sprechen auch sehr direkt. Du bekommst ein direktes Feedback. Wenn etwas gut läuft, bekommst du direkten Lob. Und wenn etwas nicht gut läuft, dann bekommst du auch, ohne es groß auszuschmücken oder irgendwie versteckt zu kommunizieren. Wir sagen dir einfach, wenn es scheiße ist. Weiterbildung und Weiterentwicklung, das ist das, was wir im Grunde genommen verkaufen an unsere Kunden, was unsere Kunden bei uns kaufen. Das ist das, was ich von mir persönlich erwarte, dass ich mich immer weiterentwickle, dass ich als Persönlichkeit wachse
Und das erwarten wir auch von den Mitarbeitern. Also, ich will sehen, dass du dich weiterbildest und dass du dich weiterentwickelst. Wenn du in einem Jahr noch der gleiche bist wie heute, dann bist du bei uns falsch. Wir unterstützen das. Es gibt eine Bücher-Flatrate, also nicht für Romane, ne, sondern für Bücher, die beruflich bedingt sind. Wir gehen regelmäßig auf Veranstaltungen. Also das Team fährt jetzt zum Beispiel nach Hamburg zum OMR-Festival. Da geht es um Online-Marketing. Auch nicht alle, aber zum Beispiel das komplette Social-Media-Team fährt dahin und auch das Team von My Best Concept. Aber das ist auch so, wenn du sagst, hey Dirk, ich würde mich gerne in dem Bereich weiterbilden. Kannst du mich da unterstützen? Bin ich der Letzte, der Nein sagt. Wir erwarten, dass du dich immer weiterentwickelst, weil unsere Kunden von uns erwarten, dass wir immer mehr wissen als sie selber in einem bestimmten Bereich. Wir verkaufen Wachstum. Wir helfen unseren Kunden dabei, nachhaltig, schnell zu wachsen. So, das ist es, wenn ich es auf ein Wort runterbreche, verkaufen wir Wachstum. Und ich will, dass wir als Unternehmen wachsen. Das ist für uns keine Option, dass wir mal ein Jahr weniger Umsatz machen oder dass wir stagnieren. Ein Baum, der nicht mehr wächst, ist krank oder tot. Und deswegen, Wachstum ist unsere Unternehmenskultur. Wir wollen immer schneller, höher, weiter. Alle großen Organisationen sind durchzogen von Ritualen. Schau dir mal das Militär an. Ja? Das ist die Uniform, das ist der Gruß, das ist die Haltung, das ist der Befehl und so weiter. Es sind Rituale. Das Militär hat seit Jahrtausenden Rituale. Menschen brauchen Rituale. Wir haben solche Rituale. Zum Beispiel, nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem Vertrieb, wir haben einen Buzzer. Und wenn jemand im Telesales einen Auftrag abgeschlossen hat, den Kunden motiviert hat, eine Entscheidung zu treffen, dann geht er hin und drückt den Buzzer. Und dann hören wir auf der 19. Etage im Accenture-Haus ABBA mit Money, Money, Money in Konzertlautstärke. Alle klatschen dann, es wird abgeklatscht und der Verkäufer schreibt seine neue Umsatzzahl dann an das Whiteboard. Das ist ein Ritual. Wir haben solche Rituale. Das gehört zu unserer Unternehmenskultur. Das ganze Unternehmen ist durchstrukturiert. Wir haben bestimmte Prozesse und Abläufe. Und daran hältst du dich auch besser, weil es gibt einen Grund, warum wir die haben. Sie ermöglichen uns, Dinge fehlerfreier und schneller in einer Top-Qualität für unsere Kunden zu liefern. Die Bücher-Flatrate habe ich schon erwähnt. Den Buzzer habe ich gerade auch schon erwähnt. Transparenz. Wenn wir ein Jahresmeeting haben, wir haben immer 2 Stück, einmal nach den Sommerferien und einmal vor Weihnachten. Bei diesen Jahresmeetings legen wir bis auf die Gewinnzahlen alle Zahlen offen. Jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, welcher Bereich welchen Auftragseingang hat, welchen Umsatz macht, welche Mitarbeiter geplant sind und. Sie kennen alle die Ziele. Bei uns ist das völlig transparent. Und so haben wir weniger Gerüchte und wir haben weniger Flurfunk, weil es ist einfach klar, jeder weiß, wohin die Reise geht. Dutzkultur, das mache ich in Social Media und wir duzen uns alle untereinander. Ich duze auch meine Kunden. Nähe zur Führungskraft, ja. Du hast in der Regel eine direkte Führungskraft, mit der du auch räumlich eng zusammenarbeitest, mit der du jeden Tag zu tun hast. Und mit der kannst du über alles Mögliche sprechen. Da wird auch mal abends gemeinsam essen gegangen oder man trifft sich irgendwie am Wochenende für irgendeine Veranstaltung. So, also das ist bei uns sehr, sehr eng. Du hast einen festen Ansprechpartner und darüber kommt dann im Grunde genommen nur die Geschäftsführung. Identifikation mit dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind stolz, auch auf den Events zu sein. Sie sind stolz, für dieses Team zu arbeiten, in diesem Team zu arbeiten. Wir sind in vielen Bereichen Marktführer und Meinungsführer. Und darauf sind wir auch stolz. Produktiv sein, es geht nicht darum, nur fleißig zu sein, beschäftigt zu sein, sondern es geht bei uns immer darum, dass du produktiv bist, dass du Ergebnisse hast. Eine Mission haben. Wir haben mehrere Missionen und das ist im Grunde genommen, wir haben Ziele, die auch transparent sind und übergeordnet ist die Mission. Schnell Verantwortung übernehmen.
Egal, ob du bei uns Praktikant bist, ob du Auszubildender bist, ob du gerade bei uns frisch anfängst, du bekommst innerhalb von wenigen Tagen, manchmal wenigen Stunden, Verantwortung. Wir geben dir ein Projekt, um einfach mal zu gucken, wie gehst du damit um. Aber egal in welchem Bereich, du bekommst sehr schnell Verantwortung. Dementsprechend wollen wir aber auch, dass du da Gas gibst. Jeder kann was bewegen, jeder kann zu mir kommen und sagen, Dirk, ich habe hier eine Idee, oder zu seiner Führungskraft oder es einfach auf den Weg bringen. Team- und Präsenzkultur. Es gibt ganz wenige ausgewählte Bereiche, wo es auch mal einen Tag Homeoffice gibt. Aber insgesamt ist unsere Kultur eine Präsenzkultur. Wir haben schicke Büros, wir bieten einen großen Mehrwert dort und wir wollen, dass du dort bist. Weil die Idee eines Unternehmens ist, dass 1 + 1 + 1 nicht 3 ist, sondern im Idealfall 5 oder 10 ist. Weil nämlich die richtigen Leute an einem Ort zusammenkommen und darüber sprechen, wie wir noch erfolgreicher sind, respektive wie wir unsere Kunden noch erfolgreicher machen können. Deswegen haben wir eine ausgeprägte Präsenzkultur. Ich halte nichts von Schuldzuweisung. Ja, aber der hat gemacht und ich konnte nicht, weil der das gemacht hat. Da habe ich keine Lust drauf. Wir haben alle gemeinsame Ziele, deswegen ist die Transparenz da und ich will, dass das ineinander greift. Und wir unterstützen uns gegenseitig und keine Schuldzuweisung. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch nicht erwähnt wurden. Wir haben beispielsweise eine Red Bull Flatrate. Wie ist das Ganze entstanden? Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war Red Bull ein Grundnahrungsmittel für mich. Dann habe ich gedacht, bevor ich die immer trinke, wir bestellen die palettenweise, ist es auch fürs Team. Wir haben immer einen Obstkorb, wir haben Süßigkeiten, wir haben Massagesessel, wir haben einfach Top-Büros, die Mitarbeiter bekommen die beste Ausstattung. Ich weiß noch, vor 2 Monaten hat das Videoteam Videos gemacht und während sie mit der Kamera rumlaufen, sehe ich die Kamera und dann haben die eine Red. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Red ist und was eine Red kostet, aber die hatten die absolute Profi-Ausstattung. Und als sie dann fertig waren, habe ich gesagt, wo habt ihr denn die Kamera her? Ist die geliehen? Haben wir die gekauft? Also, das ist auch ein Stück Kultur bei uns. Wir haben höchste Qualitätsansprüche. Und wenn die Mitarbeiter sagen, dafür brauche ich aber diese Werkzeuge, um diese Qualität abzuliefern, dann sind wir die Letzten, die sagen, nee, machen wir nicht. Also wir investieren da auch gerne, dass am Ende wirklich die beste Qualität rauskommt. Bist du Arbeitgeber, dann frag dich, was sind deine Werte im Unternehmen? Was ist deine Kultur? Was bietest du deinen Mitarbeitern respektive Bewerbern, dass die überhaupt bei dir anfangen, dass die sich überhaupt bewerben? Bist du in der Lage, dass potenzielle Arbeitnehmer das wahrnehmen und dann sagen, wow, das ist cool, das ist viel besser als bei meinem alten Arbeitgeber oder bei dem, wo ich gerade bin und ich bewerbe mich bei dem. Und für dich als potenzieller Mitarbeiter in meinem Team, wenn du also Lust hast, in einer Präsenzkultur in Bochum oder Düsseldorf demnächst als Sales-Mitarbeiter, wenn du da starten möchtest, dann schick deine Bewerbung. Ist ganz unkompliziert. Rund um dieses Video findest du entsprechende Kontaktdaten. Du kannst uns auch einfach eine WhatsApp schicken oder eine Nachricht über Social Media und dann meldet sich jemand. Wenn du jetzt gerne mal sehen möchtest, wie sieht das denn eigentlich in der 19. Etage aus? Wir haben im Exzenterhaus 3 Etagen, 10, 13 und 19. Und die 19. ist die Vertriebsetage. Wenn du gerne mal eine Roomtour haben möchtest durch die Vertriebsetage, findest du das passende YouTube-Video hier und hier findest du die Karriereseite.